Moin Leute, ich bin's wieder, euer Sultai, mit einem neuen Video zu The Walking Dead Survivors. Ich musste ein Video machen, ja. Serverwechsel ist wieder verfügbar, aber mit ganz vielen Hürden. Diese Hürden wollen wir mal in diesem Video durchgehen und ich weiß nicht, wie oft, wie man das durchgehen soll, weiß nicht. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Wir gehen mal hier auf Briefe. Hat jeder bekommen, jeder kann sich das hier durchlesen und ich versuche das einfach nur kurz zu halten. Ja, okay. Liebe Überlebende, blablub, es gibt einen neuen Wert, Kampfkraft. Dieser Wert basiert auf eure Grundwerte von den Tieren, Technologie, Rüstung, Überlebende, ja. Das heißt, wenn das ein Gesamtwert ergibt, spielen da die Truppen keine Rolle, weil je mehr Truppen du hast, umso höher steigt deine Kampfkraft, ja. Zum Beispiel, wenn einer 1 Milliarde Kampfkraft hat, wird er das durch Truppen bekommen haben. Ja, und dieser Wert, der sich jetzt neu darauf bezieht, auf diesen Kampfkraftwert, bezieht sich auf die reine Kraft und da wird statt 1 Milliarde dann wahrscheinlich nur 500 Millionen stehen. Ja, weil die Truppen machen echten gesamten Anteil an, ja, an der Stärke aus. Okay, Sie möchten alles verbessern, das System, Kampftruppe, ich weiß auch nicht hier, das ist ein ganz kurioses Deutsch hier, was hier drin steht. Wie kann man wechseln? Okay, der regionsübergreifende Standortwechsel findet nach Ende der Season statt. Ne? Man spricht hier von ab der Season 2. Es wird in 3 Runden geben, in denen du die Region wechseln kannst. Ja, dies ist nur einmal möglich. Alles klar. Registrierungsphase 24 Stunden. Super. Wenn du eine Region siehst, in die du wechseln möchtest, kannst du dich registrieren und dich um einen Platz in dieser Region bewerben. Die Registrierung und Bewerbung sind kostenlos. Wow, nice. Kostenlose Registrierung und Bewerbung. Heißt, wenn du unbedingt den Server wechseln möchtest, musst du dich erstmal für einen Serverwechsel registrieren. Dann siehst du einen Server in deiner Liste. Ne, sobald diese verfügbar sind, siehst du einen Server, auf den du gerne spielen möchtest. Dann musst du dich erst um einen Platz bewerben. Je mehr sich darum bewerben, umso schwieriger wird es für dich, dort drauf zu kommen, weil wenn zu viele sich bewerben, entscheidet die Kampfkraft. Und hier steht, ja, je höher deine Kampfkraft ist, umso besser. Das heißt, du hast bessere Chancen, wenn du halt der Stärkste bist von den ganzen Bewerbern. Das macht es unmöglich, mit deinen Buddies, ja, mit deinen Friends zusammen den Server zu wechseln. Das ist schon mal richtig schlecht. Ja? Okay, ist deine erste Registrierungsphase gescheitert? Hast du, wie gesagt, 3 Versuche, um dich irgendwo auf anderen Servern zu bewerben. Ja, und das Ganze ist natürlich echt heikel, ja. Wie gesagt, die 3 Runden finden statt, jetzt bei mir, bei der Season 7, 10. Mai, 12. und 14. Mai. Und hier unten sehen wir noch, wir brauchen Marken. Ja, 0 bis 121 Millionen, 5 Marken. Eine Marke ist 1 Euro, ja. Und wenn ich wechseln würde, ich habe Glück gehabt. Wisst ihr, ich wiege mal mein Profil, meine Kampfkraft, meine wahre Kampfkraft, beträgt 120,098 Millionen. Das heißt, ich bin haarscharf an den 50 Euro vorbeigerammt, gehuscht, keine Ahnung, wie ihr das nennen möchtet. Ne? Ab 121 Millionen und ich habe 120 Millionen. Also könnte ich für einen Fünfer die Karte wechseln. Aber wenn du jetzt ein guter Spieler bist, du warst immer dabei, du wurdest nie genullt, du hast deine 300 Millionen Kampfkraft und nach diesem Bereinigen dieser Kampfkraft hast du nachher einen Wert von, sagen wir mal, 195 Millionen. Ja? Den seht ihr, zwischen 191 und 252 Millionen sind 200 Marken notwendig. Eine Marke, 1 Euro, wären 200 Euro. 200 Euro, nur damit du digital in deinem Spiel den Server wechseln kannst. Ja, ein Voldemort zum Beispiel, der müsste 600 Euro, 600 Dollar, keine Ahnung, 600, was weiß ich was bezahlen für einen Serverwechsel. Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, die waren schon immer teuer, aber so krass, also
würde ich jetzt unbedingt den Server wechseln wollen und meine reine Kampfkraft würde 122 Millionen betragen und ich sehe hier 121 Millionen, ne? Der Unterschied zwischen 5 Marken und 50 Marken wegen 1 Million Kampfkraft, der ist viel zu hoch. Ne? Warum hüpft man von 5 Euro, sage ich jetzt mal, auf 50 Euro hoch? Das ist ja utopisch, wegen 1 Million. Ich weiß nicht. Also ich würde den Server nicht wechseln und ich glaube auch, viele schreckt das ab und sagen sich, ich habe einen scheiß Server, ich habe eine gute Kampfkraft, ich müsste zum Beispiel 50 oder 200 Euro ausgeben, um den Server zu wechseln. Mache ich nicht. Lasst mich alle in Ruhe. Ich beende lieber das Spiel, weil ich habe wieder das Geld und ich wurde bei der Registrierungsphase bei den Bewerbungen abgelehnt. Was soll er machen? Er muss dann auf seinem Server bleiben, obwohl er das nicht möchte. Ja, er muss ja 2 Hürden nehmen. Erstmal die Bewerbungshürde und er muss natürlich auch das Geld übrig haben, den Server zu wechseln. Und das sind 2 richtig große Hürden. Ich weiß nicht, ob das so gut gehen wird. Ich glaube, einige Spieler sagen dann, du, die 200 Euro, die nehme ich mir und gehe mit meiner Familie essen oder so. Keine Ahnung. Also das ist schon echt heftig. Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie eure Meinung zu diesem ganzen Serverwechsel ist. Ich persönlich, ja, die wollen das so machen, dass gleich starke Spieler auf dem Server sind, aber Freunde, doch nicht unter diesen Bedingungen. Ja, ihr könnt doch nicht, ja, du meckerst rum, weil du willst einen ausgeglichenen Server haben. Du kannst gerne wechseln, kannst dich bewerben, wenn du angenommen wirst, musst du Marken kaufen. Ja, nee, nee, das finde ich nicht gut. Ne? Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ihr könnt ja mal eure wahre Kampfkraft in den Kommentaren schreiben. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht werde ich ja auch einige im nächsten Video zeigen. Aber wie gesagt, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch nur ganz kurz erklären, wie sich das Ganze zusammensetzt. Ja, registriert euch, bewerbt euch. Ach übrigens, wenn ihr die Rüstung ausziehen wollt oder irgendwas, ich habe es getestet. Die wahre Kampfkraft verändert sich nicht. Die wahre Kampfkraft verändert sich überhaupt nicht. Ob du die Rüstung ausziehst oder wegschmeißt oder was weiß ich was, die bleibt immer gleich. Ne? Ich habe es getestet und ich habe das Spiel ein paar Mal neu gestartet und geguckt, ob sich der Wert aktualisiert. Nein. Der Wert ist ein fixer Wert. Wenn ihr jetzt gerade Truppen ausbildet und ihr seid ganz knapp unter 121 Millionen und ihr habt jetzt gerade zum Beispiel, sagen wir mal, eine goldene Rüstung gemacht, ja? Habt ein paar tausend Kampfkraftpunkte dazu gewonnen, seid ihr über 121 Millionen und zack, müsst ihr schon 50 Euro bezahlen. Ne? Ob es bei diesem Kauf immer eine Steigerung gibt und einen Rabatt, das weiß ich nicht. Werden wir sehen. Alles klar. Gut, das soll es auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, feuerfrei in den Kommentaren. Ansonsten liked, abonniert, whatever. Bis dann. Euer Sultai. Tschüssi.